Hallo und herzlich willkommen wieder mal von der Route du Grand Alpe hier in den französischen Alpen. In den letzten beiden Videos von hier haben wir euch schon mitgenommen auf unsere ersten beiden Etappen auf der Route du Grand Alpe. Es war richtig schön, es ging hoch hinaus, es ging durch tiefe Täler und wir haben auf richtig tollen, schönen Stellplätzen schon übernachtet. Und heute in diesem Video nehmen wir euch mit auf die finale Etappe. Genau, wir sind nur noch 200 Kilometer von der Mittelmeerküste, von der Côte d'Azur entfernt. Aber da die Route du Grand Alpe nicht die direkte Strecke zum Meer wählt, sondern nochmal über ein paar Pässe geht, soll es noch gut 5,5 Stunden, ich glaube, dauern, bis wir dann endlich ankommen. Das nehmen wir heute in Angriff. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, los geht's! Ja, auch der heutige Tag fängt schon mal sehr schön an mit dieser schmalen, engen Schlucht. Das ist wirklich schön, aber ja, mit einem größeren Auto würde ich hier auch nicht lang fahren wollen. Es gibt auch eine Größenbeschränkung, 7 Meter lang, 2,40 Meter breit und 3 Meter hoch. Und das kann ich absolut nachvollziehen, denn die Straßen sind wirklich teilweise sehr eng und es gibt so überhängende Felsvorsprünge. Das würde mit einem größeren Auto einfach nicht funktionieren. Aber es ist sehr schön. Unser erster Pass des Tages, Col de la Cayolle. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, ob das aufgenommen wird vom Mikrofon, aber hier schreien die ganze Zeit Murmeltiere. Wir haben noch keins von nah gesehen, sie scheinen relativ weit weg zu sein, aber man hört sie auf jeden Fall sehr eindeutig, wie die sich hier von A nach B zuschreien. Ganz witzig eigentlich.
Wir sind jetzt am viertletzten Pass der Route Grand Alp und ja, man merkt, dass wir die so wirklich hohen Pässe definitiv jetzt hinter uns gelassen haben. 1678 Meter sind es hier, der nächste Pass sind ungefähr 1500, dann geht es nochmal einmal auf 1600 hoch. Und dann geht es schon runter auf 700 Meter und dann sind wir auch schon an der Küste. Man sieht das hier auch an der Landschaft, also die Berge sind auf jeden Fall weniger dramatisch hoch, sieht eher aus wie so grasbewachsene Hügel, also wirklich dramatische Gipfel, aber immer noch sehr schön. Und ja, wir fahren weiter. Einen Pass wollen wir heute mindestens noch machen. Wir waren jetzt eine knappe Stunde unterwegs vom letzten Pass bis zu diesem hier. Die Straße hat sich ganz schön geschlängelt, war sehr schmal, es ging viele Serpentinen runter und dann viele Serpentinen wieder rauf. Jetzt sind wir hier beim Col du Saint-Martin, beziehungsweise schon wieder ein ganzes Stück drüber, denn vom Pass aus haben wir eine kleine Straße genommen, die hier hochgeführt hat zu diesem Wanderparkplatz oder Kletterparkplatz. Da vorne beginnt ein Klettergebiet, wenn ich das richtig verstanden habe. Und hier stehen wir an der Klippe mit einer noch ganz schönen Aussicht und hier werden wir die Nacht verbringen. Und jetzt geht's auf die letzte Etappe bis zum Mittelmeer. Tina hat zur Feier des Tages extra schon ein Kleid angezogen. Es sind jetzt nur noch 88 Kilometer bis zur Côte d'Azur. Trotzdem dauert es laut Google Maps jetzt noch 2,5 Stunden, denn es geht ja noch über 2 Pässe. Das nehmen wir jetzt in Angriff. Weiter geht's.
ist echt krass zu sehen. Also durch dieses Tal muss, ja, ich will Sturmflut sagen, Ja. weil wir von der Küste kommen. Aber ja, der Fluss, der hier durchs Tal läuft, der muss mal so sehr ja, übergelaufen sein. Es ist totale Zerstörung. Und also Tina hat gerade geguckt, das war vor 2 Jahren. Ja, da haben welche geschrieben, dass sie da Okay. an die Ja, und es ist immer noch, es ist einfach totale Zerstörung, halt wirklich Häuser weggespült und halbe ja. Häuser. Ja, da stehen halt immer noch relativ viele halbe Häuser einfach. Ja. Ganz schön krass. Ja. Das war er, der 21. und letzte Pass der Route des Grands Alpes. Ehrlicherweise ein kleines bisschen unspektakulär, einfach nur ein Schild am Straßenrand, keine Möglichkeit wirklich anzuhalten, keine schöne Aussicht oder irgendwas, aber sind auch nur 700 Meter hier. Und außerdem das große Finale wartet ja noch unten auf uns, die Mittelmeerküste, die letzten 17 Kilometer nehmen wir jetzt in Angriff. Und dann erreichen wir nach rund 700 Kilometern auf der Route des Grands Alpes die Mittelmeerküste. Der offizielle Endpunkt der Route liegt scheinbar in Nizza, aber wir haben uns als Anlaufstelle für das wenige Kilometer weiter östlich gelegene Menton entschieden. Hier waren wir im Dezember 2021 schon einmal und Dirk wollte unbedingt noch mit der Drohne über die sehenswerte Küstenstadt fliegen. Ich denke, bei diesem Anblick versteht ihr warum. Ein Fazit über die Route des Grands Alpes ist an dieser Stelle wahrscheinlich angebracht, aber wohl auch kaum nötig, denn wenn ihr unsere nun 4 Videos darüber geschaut habt, wisst ihr bereits, dass wir von der Strecke absolut begeistert sind. Die Aussichten waren überragend, die Streckenführung spannend und abwechslungsreich, die Straßen bis auf wenige Ausnahmen gut ausgebaut. Mit unserem Ducato-Kastenwagen hatten wir nirgendwo Probleme. Wer mit einem größeren Fahrzeug unterwegs ist, wird hier und da seine Augen aber sicher noch etwas mehr aufhalten müssen. Stellplätze aller Art gibt es entlang der Strecke en masse. Von klassischen Campingplätzen über kostenfreie WOMO-Stellplätze für 1 bis 2 Nächte bis hin zu inoffiziellen Freistehplätzen findet man alles. Wir waren im Mai unterwegs und hatten mit dem Freistehen keinerlei Probleme. Apropos Mai. Ist man im Mai zu früh dran für die Route des Grands Alpes? Ja und nein. Ja, denn einige der sehr hohen Pässe sind, wie wir jetzt wissen, im Mai noch gesperrt. Manchmal nur von einer Seite, manchmal aber auch von beiden, weil oben einfach noch meterhoch Schnee liegen kann. Wirklich tragisch ist das nicht, denn Wahnsinnsaussichten gibt es auch so zu Genüge und wer wegen gesperrter Pässe Umwege fahren muss, der bekommt dafür andere tolle Dinge zu sehen. Und einen großen Vorteil hat es natürlich, ein kleines bisschen antizyklisch und außerhalb der Saison unterwegs zu sein. Es sind deutlich weniger andere Leute unterwegs. Und das hilft sowohl in Bezug auf merklich weniger Gegenverkehr, mit dem man sich die mancherorts engen Straßen teilen muss, als auch in Bezug auf die Stellplätze. Aber wie immer gilt,
alles hat Vor- und Nachteile. Wir würden die Route des Grands Alpes auf jeden Fall jederzeit wiederfahren. Wer auch nur ein kleines bisschen auf Berge, Natur und wahnsinnige Aussichten steht, dem dürfte die Tour sehr gefallen. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr jetzt auch Lust habt, die Route einmal zu fahren. Wir verabschieden uns damit jetzt für heute und werden uns in der nächsten Woche noch mit einem letzten Highlight aus Frankreich melden, bevor es für uns dann endgültig weiter nach Spanien geht. Wenn ihr wissen wollt, was wir uns hier in Frankreich zum Abschied noch angucken und wie es mit uns in Spanien und Portugal weitergeht, dann abonniert gerne unseren Kanal, damit ihr keine neuen Videos von uns verpasst. Und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann klickt doch gerne unten auf den Daumen hoch. Beides würde uns sehr freuen. Und damit viele liebe Grüße aus der Ferne, habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.